Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu Fujifilm. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir eine Fuji-Kamera bzw. ein Fuji-System aufbaue, einfach weil ich auch von ein paar Herstellern Fuji-Objektive zum Testen bekomme und ja, deshalb natürlich eine passende Kamera suche. Ich habe mich bisher ein bisschen informiert und die X-T5 und die X-H2, die haben es mir eigentlich angetan, deswegen habe ich mir beide Kameras mal besorgt. Vielen Dank hierfür wieder an Fotoprofi.de und vor allem die Filiale Ludwigsburg, welche das möglich gemacht haben. Ich habe die Kameras jetzt eine ganze Zeit lang austesten können und ja, wollte euch mal ein bisschen hier so in meinen Auswahlprozess mit einbringen, beziehungsweise vielleicht kann ja der eine oder andere von euch noch eine Meinung dazu sagen, denn ich habe bis jetzt noch keine Kamera gekauft. Also auch jetzt, wenn das Video rauskommt, habe ich noch keine Kamera gekauft. Deswegen, ihr könnt ruhig mal eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben. Also wie gesagt, ich habe hier die X-H2 und die X-T5 und habe mir beide einfach mal genauer angeschaut. Ich war da ein bisschen draußen unterwegs und wollte jetzt auch mal meine Erfahrungen mit euch teilen. Fangen wir doch einfach mal mit den Äußerlichkeiten an, weil da ist wahrscheinlich der größte Unterschied erstmal zu sehen. Die X-H2, die ist allgemein ein bisschen größer und wiegt mit 660 Gramm auch knapp 100 Gramm mehr als die X-T5. Und das merkt man auch ein bisschen im Gewicht und auch von der Größe natürlich. Ihr seht es jetzt hier, die X-H2 hat doch einen deutlich größeren Griff und der, ja, gefällt mir schon ein bisschen besser als der X-T5-Griff. Ihr habt hier, ich habe eine relativ große Hand, einfach nicht ganz so viel Platz. Das ist ein bisschen schwieriger für mich zu greifen. Ich kann mit beiden arbeiten, aber beim Griff gewinnt schon mal die X-H2. Vor allem, wenn man dann mit ein bisschen größeren Objektiven arbeitet, dann merkt man schon, dass die Objektive an der X-H2 einfach insgesamt besser zu greifen sind. Wenn man natürlich das Äußere für sich betrachtet, dann gewinnt meiner Meinung nach, also es ist jetzt wirklich meine Meinung, die X-T5 wirklich. Weil das Retro-Design mit den Rädchen und so weiter, das hat es mir schon angetan. Die hier ist jetzt schwarz, die gibt es auch noch in Silber und da sieht das Ganze schon sehr, sehr lecker aus. Bei der X-H2 haben wir einfach das klassische Hybrid-Design. Wir haben oben einen LCD-Bildschirm, den nutze ich aber eigentlich gar nicht so oft. Auch an der Canon R5 habe ich den nicht wirklich so in Benutzung, eben weil ich hinten das Display dafür nutze. Beide Kameras sind auch abgedichtet, also da muss man sich eigentlich so auch keine Sorgen machen, beziehungsweise das ist kein Entscheidungskriterium. Bei der X-T5 ist mir aufgefallen, ihr habt hier die Gurtbefestigungen und die sind hier so ein bisschen lommelig dran, weil ihr hier einfach diese Metallösen habt. Und die, ihr hört's, rascheln einfach die ganze Zeit. Das hat mir ja ein bisschen, hat's mich geärgert. Bei der X-H2 habt ihr das einfach so, dass ihr die Gurtbefestigung in die Kamera, in den Kamerabody eingebracht habt. Da rüttelt also nichts. Vor allem, wenn ihr dann Videos damit macht und das Ganze freihand ohne Gurt nutzen wollt, müsst ihr das halt beachten, dass ihr da entweder die Ösen festklebt oder die Ösen ganz entfernt. Das Bedienkonzept der Kameras unterscheidet sich natürlich auch sehr. Ihr habt einmal bei der X-H2 das PASM-Konzept. Ihr habt hier das Drehrad, wo ihr das verstellen könnt zwischen PASM und ihr habt noch 7 Custom-Plätze, wo ihr einfach Einstellungen speichern könnt und da für Porträt, Sport und so weiter einen eigenen Speicherplatz festlegen könnt. Das hat viele Vorteile. Die X-T5 ist einfach im Retro-Design mit einem Rad für die Verschlusszeit, die ISO und auch ein Belichtungsrad. Und das hat halt einfach was Klassisches und auch bei der Bedienung ist es doch dann ein bisschen anders wie jetzt bei den Hybrid-Kameras. Und insgesamt ist das Layout der beiden Kameras auch ein bisschen verschieden. Wenn wir uns da zum Beispiel die Rückseite von der X-H2 anschauen, dann haben wir hier den Joystick zur AF-Verstellung weiter oben und das kommt mir entgegen. Bei der X-T5 ist ein bisschen das Problem, der Joystick ist über diesem Cursor-Pad und da ist einfach, ja, vom Griff her und auch zusammen mit dem kleineren Griff vorne, ich komme einfach nicht so gut hin. Mir ist der Griff bei der X-H2 da wirklich sehr deutlich angenehmer. Der Joystick bei der X-H2 ist auch ein bisschen größer und noch so geriffelt, der liegt also auch viel besser am Daumen. Meiner Meinung nach ein deutlicher Pluspunkt für die X-H2. Dafür habt ihr an der X-T5 natürlich wieder ein paar Schnellauswahlrädchen. Ihr könnt hier zum Beispiel den Drive Mode, also Einzelbild und so weiter festlegen über ein verstellbares, ja, Halbrädchen, sag ich mal so. Da müsst ihr nur aufpassen, das ist mir öfters passiert. Wenn ich das verstellt habe, habe ich teilweise auch die ISO verstellt. Ihr könnt das ISO-Rad zwar sperren, aber das ist bei mir teilweise beziehungsweise eigentlich die ganze Zeit nicht gesperrt, weil ich die ISO doch relativ oft verstelle und die Sperre mir da immer so ein bisschen im Weg ist.
Das muss man einfach beachten, weil mir ist es ein paar Mal passiert und dann habe ich die ISO teilweise auch von Auto-ISO auf einen festen Wert gestellt und das hat dann schon gravierende Auswirkungen. Andererseits könnt ihr natürlich hier alles super schnell verstellen und was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, ist das Rad zur Belichtungskorrektur. Das fehlt mir an der H2 so ein bisschen, XH2, also ich kürze vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen ab. Das Belichtungskorrekturrad hat schon Vorteile, wenn man die Belichtung mal ein bisschen anpassen will, gerade wenn die Kamera vielleicht ein bisschen falsch belichtet, wenn man in einer Gegenlichtsituation ist oder sowas, da hat das Rad schon einen Vorteil. Auch die Verstellung von Foto auf Video funktioniert bei der X-T5 relativ schnell einfach über den Schalter. Das könnt ihr bei der XH2 zwar auch einfach über das Drehrädchen machen, aber da verstellen sich natürlich alle anderen Einstellungen. Um nochmal kurz zurück auf das Rädchen der Belichtungskorrektur zu kommen, eine Sperre hätte dem ganz gut getan. Vielleicht kann der Nachfolger da einfach eine Sperre rein haben, weil das ist relativ groß und man kommt doch relativ einfach hin. Man verstellt es einfach, wenn man es zum Beispiel am Gurt hat oder irgendwo am Körper trägt, kann es sein, dass ihr das verstellt und dann ist natürlich erstmal die ganze Belichtungssituation wieder anders. Also fürs nächste Mal einfach eine Sperre einbauen. Und dann haben wir hier natürlich das Rad zur Verschlusszeitenverstellung, welches auch richtig tipptopp ist. Ihr könnt es zwar auch auf Auto stellen, so wie ihr halt die Automodis dann auch bei anderen Kameras habt, aber an sich die manuelle Verstellung macht schon richtig Spaß. Ich habe mich aber öfters dabei erwischt, dass ich die Verschlusszeit dann doch über das Rädchen hinten noch geändert habe. Einfach weil ich doch noch ein bisschen besser hinkam. Man kommt auch oben relativ gut hin, aber es ist halt auch Gewohnheit, das Ganze übers hintere Rädchen zu verstellen. Ihr habt also bei der X-T5 eigentlich für alles, was ihr nutzen wollt, immer eine direkte Verstellung. Ihr habt auch für den Autofokus hier vorne einen Schalter, wo ihr zwischen Single-Autofokus und kontinuierlichem Autofokus wechseln könnt und auch in den manuellen Fokus. Das macht das Ganze alles ein bisschen einfacher. Dafür hat die H2 dann wieder ein paar Knöpfchen mehr, zum Beispiel hier oben den ISO-Knopf oder den Knopf für den Weißabgleich. Das gleicht sich also so ein bisschen aus. Ihr müsst bei der H2 also halt immer einen Knopf drücken, um was zu verstellen. Das fällt bei der X-T5 natürlich weg. Ebenso sind die beiden Räder, also das Daumenrad und das Zeigefingerrad bei der X-T5 drückbar. Das heißt, ihr könnt da noch eine extra Funktion drauflegen. Das geht bei der XH2 auch nicht. Insgesamt komme ich mit beiden Kameras in der Bedienung relativ gut klar. Man muss sich einfach nur ein bisschen dran gewöhnen. Bei der X-T5 ist es halt ein bisschen anders mit den ganzen Rädchen. Die XH2 ist eigentlich klassisch wie alle anderen Kameras, die ich besitze. Woran ich mich aber nicht gewöhnen kann, beziehungsweise das Ganze wirklich schwierig ist in der Bedienung, der Auslöser bei der X-T5. Ihr habt da zwar die Möglichkeit, einen schraubbaren Kabelfernauslöser zu befestigen, der ganze Auslöser an sich selbst hat aber einen relativ schlechten Druckpunkt. Also ihr seht hier, den kleinen Weg, den ich drücke, der macht erstmal überhaupt gar nichts. Und erst dann habt ihr die erste Stufe und dann die zweite Stufe. Und das Ganze ist auch so ein bisschen wackelig. Also mit dem Auslöser bin ich einfach nicht zufrieden. Da bin ich einfach nicht warm geworden damit. Bei der XH2 sieht das Ganze schon anders aus. Ihr habt da einen relativ guten Druckpunkt. Die 2 Stufen zum Fokussieren und zum Auslösen macht mir da auf jeden Fall mehr Spaß. Wie gesagt, ich komme mit der Bedienung bei beiden klar. Insgesamt ist die H2 aber ein bisschen weiter vorne, einfach weil mir das Konzept an sich sehr gut gefällt und der große Griff macht doch was aus. Eben mit großen Objektiven, wie schon gesagt, liegt das Ding besser in der Hand. Wenn ihr jetzt natürlich mehr kleine Objektive benutzt, dann ist die X-T5 kompakter und natürlich auch leichter. Das hat für den einen oder anderen dann halt wieder Vorteile. Und wenn wir dann noch ein paar technische Details vergleichen, so habt ihr bei der XH2 einen Sucher mit 5,7 Megapixeln und bei der X-T5 einen Sucher mit 3,6 Megapixeln und die beiden unterscheiden sich auch in der Framerate. Ihr habt bei der XH2 120 FPS und bei der X-T5 nur 100 FPS. Allgemein würde ich sagen, den Auflösungsunterschied erkennt ihr fast nicht. Also klar, wenn ihr Schriften eingeblendet habt vom Menü oder sowas, dann ist es bei der XH2 schon noch ein Stück schärfer. Aber zum Fotografieren an sich konnte ich da jetzt nicht so den großen Unterschied feststellen. Also fotografieren kann ich auf jeden Fall mit beiden richtig gut und das ist ja erstmal das Wichtigste. Wie gesagt, die XH2 bietet euch oben noch so einen kleinen LCD-Bildschirm, wo ihr die meisten Infos ablesen könnt und ich benutze den nicht so oft, weil ich eben alles
alles über das hintere Display löst. Und da gibt es bei beiden Kameras dann natürlich schon einen relativ großen Unterschied. Ihr habt bei der XH2 einen Bildschirm, den ihr komplett schwenken und klappen könnt. Ihr habt also auch so gesehen einen Selfie-Modus, könnt den in alle Richtungen bewegen und eigentlich aus jeder Lage gut ablesen und eben bedienen. Bei der X-T5 sieht es anders aus. Ihr habt zwar einen Klappbildschirm, den ihr so seitlich klappen könnt und ihr könnt den auch nach oben und unten ein bisschen klappen, aber ihr habt halt keinen richtigen Flipscreen, so wie es die H2 bietet. Und das ist ja meiner Meinung nach so ein bisschen ein Vorteil für die H2, weil ich bin einfach ein Fan von Flipscreens. Das sollte eigentlich schon bekannt sein, deswegen ist die A1 von Sony ja bei mir auch so ein bisschen durchgefallen. Die Klappbildschirme an sich, so wie es die X-T5 bietet, sind ja bei anderen sehr beliebt, weil einfach alles in der optischen Achse ist. Uns hat natürlich auch Vorteile, aber wie gesagt, ich bin eben ein Fan von einem Flipscreen. In der Auflösung habt ihr bei beiden hier auch ein bisschen einen Unterschied. Da hat die XH2 1,6 Megapixel und die X-T5 1,8 Megapixel, aber da ist der Unterschied eigentlich noch geringer wie beim Sucher. Also wenn man sehr genau hinguckt, dann kann man was erkennen, aber das ist jetzt auch nicht ausschlaggebend, um eine Kamera zu bevorzugen. Wenn wir dann noch zur Ausstattung selbst kommen, bei der XH2 bekommt man eben einen Full-Size HDMI-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und einen Mikrofonanschluss. Den Full-Size HDMI, den werdet ihr an der X-T5 vermissen, denn da gibt es nur den Micro-HDMI-Anschluss. Das ist ein bisschen schade, weil meiner Meinung nach wäre es platzmäßig vielleicht sogar gegangen. Und ihr habt bei der X-T5 keinen Kopfhöreranschluss. Gerade wenn ihr so ein bisschen das Mikrofon monitoren wollt, ist das natürlich ein Vorteil. Das geht bei der X-T5 nur über einen USB-C-Adapter. Und auch bei den Speicherkarten gibt es natürlich einen Unterschied. Die X-T5 kommt mit 2 SD-Kartenslots. Die XH2 hat da einen SD-Kartenslot und einen CF-Express Typ B-Slot. Und die CF-Express-Karten machen dann bei der H2 dann doch einen größeren Unterschied. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Bei der Akkulaufzeit konnte ich jetzt keinen größeren Unterschied feststellen. Die X-T5 ist zwar mit ein bisschen mehr Aufnahmen angegeben, ich habe die aber beide zeitgleich unterwegs dabei gehabt und konnte jetzt nicht wirklich einen großen Vorteil für die eine oder andere Kamera feststellen. Was natürlich noch eine Rolle spielen könnte, bei der XH2 habt ihr die Möglichkeit, einen Batteriegriff zu montieren. Den habt ihr bei der X-T5 leider nicht. Und gerade wenn man vielleicht auch im Videobereich unterwegs ist und da mehr oder länger Videos aufnehmen will, macht ein Batteriegriff schon Sinn, weil da sind beide von der Laufzeit nicht ganz so ewig. Da würde also ein Batteriegriff manchmal schon Sinn machen. Die Option habt ihr bei der XH2, bei der X-T5 halt nicht. Und dann kommen wir doch direkt mal zu den inneren Werten. Beide Kameras bieten euch ja den 40-Megapixel-Sensor und ich konnte in der Bildqualität wirklich keine großen Unterschiede ausmachen, beziehungsweise gar keine Unterschiede. Ich weiß nicht, ob man da im Labor vielleicht einen Unterschied feststellen kann. Ich habe da mal was gelesen, dass es ein bisschen in der Dynamik Unterschiede geben soll, was ich mir kaum vorstellen kann, weil es ist ja eigentlich derselbe Sensor. Aber beim Fotografieren draußen konnte ich da jetzt nichts Großes, also keinen großen Unterschied bemerken. Was einen größeren Unterschied machen kann, ist die Serienbildrate und vor allem die Buffergröße, also wie viele Bilder hintereinander ihr schießen könnt, bis der Zwischenspeicher voll ist. Und das ist ein Riesenunterschied. Die XH2 bietet euch da die Möglichkeit, ich glaube, bis zu 200 Bilder im RAW aufzunehmen, also nacheinander. Und sie können ja beide 20 FPS, also das geht relativ schnell. Bei der X-T5 seid ihr da mit 20, 30 Bildern hintereinander schon am Limit. Und das ist wirklich relativ wenig für die Kamera, denn sie könnte ja wirklich deutlich mehr. Auch im JPEG-Format seid ihr da eingegrenzt. Die X-T5 bietet euch da ungefähr 160, 170 JPEG-Bilder, bis der Buffer voll ist. Bei der XH2 macht ihr da Bilder über 1000 raus und da wird einfach alles zwischengespeichert. Das funktioniert da wirklich sehr viel besser. Wie gesagt, das ist da wirklich ein großer Unterschied und beide Kameras bieten euch ja 20 FPS. Deswegen ist es da ein bisschen schade, dass die X-T5 hier doch deutlich beschnitten wurde. Und auch im Videobereich gibt es größere Unterschiede. Die XH2 bietet euch da 8K mit 30 FPS. Die X-T5 bietet euch da nur, ich sag mal nur 6,2K. Das ist erstmal nicht ganz so der Riesenunterschied. Beim Croppen fürs Video macht es dann aber doch ein bisschen einen größeren Unterschied und manchmal will man die 8K halt schon verwenden, um da einen schönen 4K-Frame rauszusuchen.
Das ist also auch noch ein größerer Unterschied beider Kameras, obwohl sie eben denselben Sensor verwenden. Die XH2 bietet euch dann noch das ProRes-Format, das hat auch Vorteile, und sie bietet euch RAW-Ausgabe über den HDMI. Die benutze ich jetzt nicht so, aber für einige wird es vielleicht interessant sein und da macht es dann schon einen größeren Unterschied aus. Was natürlich eher noch einen Unterschied machen kann, ist die Montage vom Lüfter bei der XH2. Ihr habt hier hinten die Möglichkeit, einen Lüfter zu montieren und habt dadurch natürlich eine bessere Kühlung von der Kamera, wo ihr dann einfach länger Videos aufnehmen könnt. Und gerade wenn ihr eben im Videobereich unterwegs seid, so wie es eigentlich auch ich bin, dann kann das schon auch eine Rolle spielen. Im Autofokus-Bereich haben jetzt eigentlich beide Kameras bei mir gleich performt. Ich konnte da keine Unterschiede feststellen. Ich habe auf beiden Kameras dieselben Einstellungen und dieselben Objektive ausprobiert und die haben beide relativ gut performt. Klar, man kann da kein Autofokus-Niveau von einer Sony oder einer Canon erwarten, aber allgemein ist der schon auf einem guten Niveau. Man kann damit arbeiten, auch die Augenerkennung funktioniert super, die Motiverkennung, alles wunderbar. Also da sind beide Kameras eigentlich gleich. Jetzt noch ein bisschen was Komisches, und zwar, ich hatte ab und zu das Gefühl, dass bei der X-T5 das Menü so ein bisschen gehakt hat. Ich weiß nicht, das lief irgendwie nicht ganz so flüssig. Bei der XH2 konnte ich das überhaupt gar nicht bemerken. Ich hatte die X-T5 aber auch schon 3 Tage früher, konnte da also noch ein bisschen mehr mit rumspielen. Ich konnte das Ganze jetzt auch nicht reproduzieren, deswegen kann es vielleicht auch nur Einbildung gewesen sein. Falls einer das bei euch vielleicht aber auch gemerkt habt, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Weil eigentlich kann es ja keinen Unterschied geben, weil beide dieselben Prozessoren haben. So, und dann kommen wir doch einfach mal zum Fazit. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich tendiere doch ein bisschen mehr zur XH2. Eben, weil sie mir durch den Griff besser in der Hand liegt und auch durch den Buffer und die Möglichkeiten im Videobereich doch ein bisschen mehr bieten von dem, was ich benötige. Die X-T5 gefällt mir optisch auf jeden Fall besser. Gerade das Retro-Design, das ist einfach mein Ding in Silber, ein Traum, die Kamera. Aber sie hat halt doch ein paar Einschränkungen, die mir dann doch wehtun und wo es mir wirklich ein bisschen Aufpreis wert ist, dann zur XH2 zu greifen. Da bin ich mir jetzt aber auch noch überhaupt gar nicht wirklich sicher, weil es gibt ja auch noch eine XH2S mit Stacked-Sensor und nur 26 Megapixeln, aber gerade der Stacked-Sensor, der bringt dann doch noch ein bisschen Geschwindigkeit mit rein, was natürlich auch sehr interessant für mich wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich wirklich die 40 Megapixel der Kameras bräuchte oder ob es die 26 Megapixel auch tun. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bekomme ja jetzt ein paar Objektive, beziehungsweise ich habe schon ein paar Objektive zum Testen hier und da macht die Mehrauflösung natürlich ein bisschen was aus in der Bewertung von der Schärfe, dass man halt das Objektiv bewerten kann, ob das auch mit den 40 Megapixeln zurechtkommt. Deswegen, ich bin mir da einfach noch nicht sicher, ob es vielleicht dann doch noch eine XH2S werden könnte. Ich tendiere aber schon eher zur XH2. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch eure Meinung interessieren, ob ihr vielleicht vor der Entscheidung standet oder ob ihr gerade vor der Entscheidung steht und was ihr euch da als positive und negative Punkte aufgeschrieben habt und zu was ihr tendiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Anmerkungen oder Kommentare gerne einfach unten in die Kommentare schreiben und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.